What else could help us be a professional medium? Was kann uns noch helfen, ein professionelles Medium zu sein? Again, it's very important to stop believing that we have come here to save the world. The world does not need saving. Also es ist nochmal erwähnenswert zu sagen, wir sind nicht hergekommen, um die Welt zu retten. Die Welt braucht keine Rettung. You'll do a much, you will have a clearer connection to the universe if you keep saying, I'm doing this because I like it. Du hast eine bessere, klarere Verbindung zum Universum als Medium, wenn du sagst, ich mache das, weil ich es gerne mache. Because the universe always gives us what we like. We live in a free will universe. Wir leben in einem Universum mit freiem Willen. Das Universum gibt dir immer das, was du magst. So put energy on, I like it. Gib da Energie rein, indem du sagst, ich mag das. I was doing something totally different before I started doing this. Bevor ich damit begonnen habe, habe ich etwas völlig anderes gemacht. But as soon as I discovered this, I simply liked it. Aber sobald ich es entdeckt habe, hat es mir Spaß gemacht. And I said, this is what I want. Ich habe gesagt, das möchte ich. I was reading a book by Sylvia Browne. Ich habe ein Buch von Sylvia Browne gelesen. I think it was called The Other Side and Back. Ich glaube, es hieß die andere Seite und zurück. And she was describing her life in there. Und in dem Buch hat sie ihr Leben beschrieben. And I put the book down and I say, Universe, I want to be just like Sylvia Browne. Ich habe das Buch zur Seite gelegt und habe gesagt, Universum, ich will genauso wie Sylvia Browne sein. Only better looking. Nur besser aussehen. Okay. And I got it. I got everything. So the universe will give you what you want. Das Universum gibt dir, was du willst. I was an extremely logical person before. Ich war zuvor ein extrem logisch denkender Mensch. Somebody would say, you can't possibly be a medium, you're too logic, you're always in your brain. Jemand hätte gesagt, du hättest nie ein Medium sein können, du bist zu logisch, zu sehr im Verstand. But this actually worked in my favor. Aber das hat für mich gearbeitet. Because I was always in my brain, weil ich immer in meinem Verstand war, when I started seeing images, I said, this can't possibly be my brain. Als ich dann begonnen habe, Bilder zu sehen, habe ich sofort gesagt, das kann unmöglich in meinem Verstand sein. I would never see stupid things like this. So was Dummes würde ich nie sehen. So this was proof that they were showing me something. Das war der Beweis, dass sie mir was zeigen wollten. So don't think, oh no, I'm always in my brain and I can't see. No, no, no. Use that to your favor. Glaub also nicht, ich bin immer in meinem Verstand, ich kann unmöglich ein Medium sein. Nutz den Verstand zu deinem Vorteil. Okay. And another thing that some professional mediums think they need to do before they become professional. Es gibt noch etwas, was viele Medien glauben, dass sie zu tun haben, bevor sie professionell sein können. They think they need to get rid of their issues first and then be a healer or a medium. Sie glauben, sie müssen zuerst alle ihre Themen bearbeiten und können dann erst ein Medium sein. Let me tell you another little secret. Ich habe noch ein Geheimnis für euch. Even God has issues. Sogar Gott hat seine Themen. So if she hasn't gotten rid of them yet, don't worry. Also wenn sie noch immer nicht sich davon befreit hat, dann machst du dir keine Sorgen. We're never going to get rid of our issues because they help us always go to the next step, the next level. Wir werden nie unsere Themen loswerden, weil sie uns helfen, zur nächsten Ebene zu kommen und wieder weiterzugehen. And the universe is constantly growing. Das Universum wächst ununterbrochen. So issues constantly come up to help it and all of us go to the next level. Also kommen permanent neue Themen, um uns zu helfen und dem Universum zu helfen, weiterzugehen, weiterzuwachsen. Also, if you do have a lot of issues, the easiest and the cheapest way to heal them is to be a medium. Wenn du viele Themen hast, dann ist der leichteste und der billigste Weg, sie loszuwerden, ein Medium zu werden. Because about 50% of the client's issues we have too. Weil 50% der Themen unserer Klienten haben wir auch. And then we learn how to heal them as we are helping the client. Und während wir den Klienten helfen, lernen wir selbst, wie wir das heilen können. Assisting the client. I don't like the word help. Ja, also nicht dem Klienten helfen, sondern assistieren. So many times I'll get an answer for a client and I will say to myself, is this for him or for me? So oft bekomme ich eine Antwort für einen Klienten und ich denke, ist das jetzt für ihn oder für mich? I have healed so many of my issues through my work. Ich habe so viele meiner Themen heilen können durch meine Arbeit. And the best thing is, und das Beste dran ist, I get paid for doing it.
Wer noch bezahlt dafür? I'm actually making money while I'm healing my issues. Ich verdiene Geld, während ich meine Themen heile. You can't get any better than that. Besser kann es nicht werden, oder? So don't ever think, or don't let yourself go into the something that isn't true. Not exactly lie. Never mind, let me start again. Don't let yourself... Okay, don't listen to people who say, first you have to heal yourself before you can heal others. Hör nicht auf Menschen, die sagen, du musst zuerst dich selbst heilen, bevor du andere heilen kannst. No, that's not true. Das stimmt nicht. No. You can heal at the same time. Du kannst gleichzeitig selbst heilen. So many times we don't even know our issues. So oft kennen wir unsere Themen ja gar nicht. And while we're working with clients, they come up and we admit them and they clear automatically. Aber während wir mit Klienten arbeiten, kommen unsere Themen an die Oberfläche. Wir können uns unsere Themen eingestehen und sie heilen. Most of us say, I have to work on my issues. Die meisten von uns sagen, ich muss an meinen Themen arbeiten. But the truth is, once you acknowledge that you have them, 50% of the work is done. Aber die Wahrheit ist, sobald du dir deine Themen eingestehst, ist schon die Hälfte der Arbeit getan. I've done very little work for my issues. Ich habe sehr wenig Arbeit in meine Themen aufgewendet. But I've done a lot of acknowledgement or acceptance of them. Aber ich habe sehr viel mit der Akzeptanz meiner Themen gearbeitet. By accepting my issues, I hold the power. Während ich meine Themen akzeptiere, bleibt die Kraft in mir. They no longer have power over me. Haben die Themen nicht über mich die Macht. So don't let your issues get in the way. We would be nothing without our issues. Lass nicht zu, dass dir die Themen im Weg stehen. Wir wären nichts ohne unsere Themen. We would not have the personality we have without our issues. Ohne unsere Themen hätten wir nicht die Persönlichkeit, die wir haben. They make us interesting. Sie machen uns interessant. And when we accept them, we can go to the next level and then we have wisdom. Und wenn wir sie akzeptieren, als unsere annehmen, können wir zur nächsten Ebene gehen und Weisheit erreichen. It is impossible to meet a wise person who had no issues. Es ist unmöglich, einen weisen Menschen zu treffen, der keine Themen hatte. How did they become wise Wie konnten sie sonst weise werden, if they had no issues? wenn sie keine Themen hatten? Wisdom, there's a good saying, you might have heard of it. To know something is knowledge. Es gibt, vielleicht habt ihr das schon gehört, etwas zu wissen ist Wissen. To have experience that becomes wisdom. Es erfahren zu haben wird zur Weisheit. So if you have no issues, you will never become wise. So, wenn du keine Themen hast, wirst du nie Weisheit erreichen. So accept your issues and don't let them bother your channeling abilities, your mediumship abilities. Nimm deine Themen als deine an und lass nicht zu, dass sie deine medialen Fähigkeiten blockieren oder bremsen. Let's see what else helped me become a medium. Lass mich schauen, was mir noch geholfen hat, ein Medium zu werden. First and foremost, it's choice. Also zuallererst ist es eine Wahl, die ihr trefft. Second, be comfortable accepting money for your work. Zweites, fühl dich wohl dabei, Geld für deine Arbeit zu bekommen. If you don't accept money or if you're not comfortable accepting money for your work, it's really guilt feelings. Wenn du Geld nicht annimmst oder dich nicht wohlfühlst damit, dann sind das Schuldgefühle. And if you feel guilty, it's difficult to be a good channel because the energy of guilt is very heavy. Und wenn du Schuldgefühle hast, ist es schwer, ein gutes Medium zu sein, weil Schuld eine sehr schwere Energie ist. Trust everything you see or feel. Vertrau allem, was du siehst oder fühlst. And keep in mind that a lot of clients don't come to you for help, they come to you so they can prove to themselves that they're right. Und denke dran, dass viele Klienten zu dir kommen, nicht weil sie Hilfe wollen, sondern weil sie beweisen wollen, dass sie Recht haben. So those clients will say no to almost everything you see. Deswegen werden diese Klienten zu allem Nein sagen, was du sagst, zu fast allem Nein sagen, was du sagst. There's one of two things you can do. Dann gibt es eine von zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. One of them is illegal, unfortunately. Das eine ist leider illegal. You slap them. Du haust sie. Okay. Yeah. The second one is say, sorry, I don't think I'm the right one for you. Und das zweite ist, dass du sagst, tut mir leid, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für dich. And make sure you do not take any money for that session. Und stell sicher, dass du kein Geld nimmst für diese Sitzung. Because they will insist, no, I want to pay you for the time.
Weil die werden darauf bestehen und sagen, nein, für deine Zeit will ich dir Geld geben. They don't want to pay you for the time. Die wollen dir nicht Geld für die Zeit geben. They want to pay you so they can say, she took my money and she didn't give me anything. Die wollen dir dich zahlen, um danach sagen zu können, sie hat mir das Geld abgeknöpft und ich habe nichts bekommen dafür. So say, no, no, I only take money if I can actually help you with something. Sag dann einfach, nein, ich nehme nur Geld, wenn es auch funktioniert, wenn ich auch helfen kann. And make sure you do not take money from that one. Also stell sicher, dass du dann kein Geld annimmst. Because they come to you to prove themselves right, Weil sie zu dir kommen, um sich selbst Bestätigung zu geben, they will be more ready to say no instead of yes when you ask them a question. sind sie eher bereit, Nein zu sagen, als Ja zu sagen, wenn du ihnen eine Frage stellst. Do not let that no stop you, because most mediums go back as soon as they hear a no. Lass dich von diesem Nein nicht aufhalten. Die meisten Medien würden sich mal zurückziehen, wenn ein Nein kommt. I would say that's the third most important thing in becoming a medium. Ich glaube, das ist das drittwichtigste dabei, auf dem Weg ein Medium zu werden. Let's see if there's something else. Lass mich schauen, ob es noch etwas gibt. If I come up with something? Yes? That's why I'm looking at you. Yeah. Hello? Hey, also translating. Yes, come up with something, yes. Why don't you give some examples with more than just what you see? But, Give me one, I forgot. Ah, that was a good one. Okay, guys, listen to this one. On the phone. It was a session on the phone Eine Sitzung am Telefon with a woman. mit einer Frau It was in America. in Amerika. And as soon as we start talking, before she even said anything, I see an image of a man having hung himself from the ceiling. Bevor sie überhaupt irgendetwas sagt, bevor wir mit der Sitzung beginnen, sehe ich einen Raum und in der Mitte ist ein Mann, der sich erhängt hat, der von der Decke hängt. And a little girl walked in the image, a little girl walked in and saw the man hanging himself. In meinem Bild sehe ich ein kleines Mädchen, das reinkommt in das Zimmer und diesen Mann hängen sieht. And I said, when you were a little girl, did you ever walk into a room and see someone hanging from the ceiling? Also habe ich so gesagt, als du ein kleines Mädchen warst, hast du das je erlebt, dass du einen Raum betreten hast und ein Mann ist von der Decke gehängt? No. Nein. I thought, okay. Ich habe mir gedacht, okay, But the image wouldn't go away. aber das Bild war immer da. So I said again, are you sure you never walked into a room and saw something hanging from someone hanging from the ceiling? Also habe ich so gesagt, bist du sicher, dass du nie in einen Raum gekommen bist, in dem sich jemand erhängt hatte? Not when I was a little girl. Ich sagte, nicht als ich klein war. I'm like, okay, forget the little girl. Did you ever walk into a room and see someone hanging from the ceiling? Also ich sagte, okay, vergiss das kleine Mädchen. Bist du jemals in einen Raum gekommen und hast gesehen, dass sich jemand erhängt hat? Male or female? Hast du gesagt, männlich oder weiblich? Because we see someone like that every day. Weil wir das jeden Tag erleben. Ne? And I said, male. Und ich habe gesagt, männlich. And she says, yes, my husband. Sie sagt, ja, mein Ehemann. I must have seen a little girl because maybe at that moment her inner child got hurt. Ich habe wahrscheinlich ein kleines Mädchen gesehen, weil in diesem Moment ihr inneres Kind verletzt wurde, als sie das erlebt. Or maybe she felt like she couldn't do anything, like a little girl. Oder sie hat sich wie ein kleines Kind gefühlt, hilflos. A little girl meaning like a child. Ja, ein Kind, Helpless. She ja. felt helpless. And maybe that's why I saw the little girl. Und deswegen habe ich wahrscheinlich das kleine Mädchen gesehen. So keep in mind, clients don't want to say yes to you. You keep insisting with what you see. Denk dran, die Klienten wollen nicht Ja sagen zu dir. Du musst darauf bestehen und weiter forschen.